Martin Schleskes Buch Werkzeuge widmet dem Gebet eine zentrale Rolle als Quelle von Weisheit, Lebensfreude und Kraft. Schleske beschreibt das Gebet nicht als theoretisches Konzept, sondern als gelebte, tägliche Praxis, die sein Leben und Arbeiten durchdringt. Er zieht sich mehrmals täglich in die Kapelle seiner Werkstatt zurück, um zu meditieren und zu beten. Dort sind auch viele der Texte des Buches entstanden. Schleske versteht das Gebet als einen betenden Dialog mit Christus, eine Zwiesprache, die er als Lehrstunde bezeichnet. Die Texte des Buches laden die Lesenden dazu ein, an diesem inneren Dialog teilzuhaben. Es geht ihm darum, Worte für das zu finden, was sich zwischen ihm und Gott abspielt. Eine Erfahrung, die nicht belehrend, sondern inspirierend und persönlich ist. Schleskes Resonanzerfahrungen mit dem Geheimnis Gottes sind geprägt von einer tiefen persönlichen Beziehung, die sich im schöpferischen Tun, im Gebet und in der Musik ausdrückt. Resonanz bedeutet für ihn, sich von Gott stimmen zu lassen und das eigene Leben als Antwort auf den göttlichen Schöpfungsakt zu verstehen. Eine Erfahrung, die Weisheit, Freude und Kraft schenkt und das Leben in allen Facetten durchdringt. Das Buch stellt die Frage, wie durch ein betendes Leben innere Weisheit, Lebensfreude und Lebenskraft entstehen können, besonders in schwierigen Zeiten, in Einsamkeit oder im Leid. Schleske berichtet aus eigener Erfahrung, wie das Gebet ihm hilft, Herausforderungen zu bestehen und Resonanz mit dem Geheimnis Gottes zu erleben. Schleske zieht Parallelen zwischen seinem Handwerk und dem Gebet. Wie das Geigenbauen eine Antwort auf den Schöpfungsakt ist, so versteht er Musik als in Klang gegossenes Gebet. Ein Echo auf die Schöpfung und eine Form, mit Gott in Resonanz zu treten. Jeder Text im Buch ist mit einem Bibelzitat und einer assoziativen Betrachtung versehen. Schleske sieht die Worte der Bibel als Werkzeuge, die das innere Leben formen, ähnlich wie seine Handwerkszeuge das Holz formen. Gebet ist für Schleske kein Pflichtprogramm, sondern ein schöpferischer, lebendiger Dialog, der das Herz formt, Weisheit schenkt und die Kraft gibt, das eigene Leben in Resonanz mit Gott zu gestalten. Das Buch lädt dazu ein, diese Haltung des hörenden, betenden Lebens selbst zu entdecken und zu vertiefen.